Prayers answered for Big Twins 65 through 69. Inner Primary. Jetzt haben wir da so eine liebevoll hergerichtete Restaurationsbasis schon. Das Motorrad soll nachher aussehen wie neu. Da investieren wir viel Liebe, viel Zeit, viel Geld. So eine Grundauf-Restauration, Motor general überholt, Getriebe general überholt, alles ist schön, alles ist neu. Da werden wir kaum einen Primär dran bauen wollen, der so aussieht, der gerissen und geschweißt ist. Oder hier ist die Kette eingeschlagen schon, hat sich eingeschliffen, hier noch schlimmer. Das ist alles so weit reingeschliffen, dass ich fast durch bin nach innen. Das heißt, ich muss da auch wieder schweißen. Das Material ist aber so alt, das Gefüge ist auch nicht mehr das Beste. Wenn ich hier jetzt so viel Hitze reinbringe, laufe ich durchaus Gefahr, dass das woanders wieder bricht beim Abkühlen oder danach. Nächstes Problem, der Lagersitz ist ausgeschlagen. Das heißt, mein Lager hat hier schon überhaupt keinen Sitz mehr, wie es ihn haben soll. Auch das kennen wir. So, jetzt baue ich mein Lager da ein. Innerhalb weniger Kilometer habe ich hier schon wieder ein Spiel drin. Das will ich nicht bei einem neu zusammengebauten Motorrad. Hier ist ein Anschlagring für das Lager. Wenn ich da mal zu fest gegenpresse oder gar gegen Schlag, bricht der aus. Hier ist das nächste Problem. Hier ist ein Riss komplett durch den Lagersitz. Das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich auch hier wieder einkerben, müsste schweißen. Durch die Hitze, die ich da reinbringe, würde ich das Gefüge so weit schwächen, schon wieder, dass sehr wahrscheinlich irgendwo anders dem nächsten Riss entsteht. Es ist irgendwann einfach gut. Irgendwann ist das Material durch und darum haben wir uns entschlossen, unter Cannonball einen OEM-Replika Primär zu produzieren. Also hier haben wir einen Cannonball Primär 1965 bis 69 für E-Start in Sand gegossen, so wie früher. Also in der Oberfläche, in der Herstellung tatsächlich genau wie es original gemacht wurde. Es sieht wirklich so aus, wie sie früher waren. Das gab es damals ganz genauso. Das ist einfach im Sandgussverfahren normal. Ich sehe hier innen drin steht mein Lageranschlag noch komplett. Wir haben hier wie im Original alles vorgerüstet für unsere Kettenölung, für Ventilation, unsere Absaugung. Und ich kann also dann, wenn ich das möchte, wirklich eine Originalrestauration an die Ölpumpe anschließen. Oder aber ich fülle nachher meinen Primär mit ein bisschen Öl oder fahre einen trockenen Primärtrieb. Und dann muss ich mir diese Stellen eben schließen. So, und wir sehen jetzt eben, wir werden das Lager hier jetzt von Hand einfach nicht reinkriegen. Ich muss jetzt meinen Kasten warm machen. Dann muss ich das Lager einpressen, wie sich das gehört, dann hat es einen ordentlichen Sitz. Ist jetzt auch ganz normal, dass das jetzt nicht einfach so draufstecken geht. Wir haben hier einen Lagersitz. Wir haben hier natürlich ein klein bisschen Bolzen, die nicht ganz gerade sitzen. Der Motor ist auf jeden Fall lose, das Getriebe ist lose. Ich ziehe jetzt zuallererst mal hier an, ziehe den bei und dann kommt der nächste Schritt. Wir messen dann hier noch mit der Fühlerblattlehre unten drunter, dass der Motor nicht kippelt. Den Rest ziehen wir uns dann jetzt vorsichtig mit den Schrauben bei. Beobachten das alles, dass wir da keine großen Spannungen haben. Das muss ich nachher frei drehen. Oh, jetzt fällt mir was ein. Normalerweise hast du ein Loch da drin. Das passt eigentlich nie, weil das nie so genau sitzt. Und diese Rahmen haben echt viel erlebt über die Jahre. Und
Die Motoren sind zum Teil abgeschliffen unten an den Sitzflächen und dann musst du jedes Mal bei einem Primär anfangen und musst mit der Feile das Loch nachfeilen, dass die Schrauben reingehen. Wer so Motorräder restauriert, kennt das Thema. Deswegen haben wir hier direkt ein bisschen Langlöcher gemacht, dass du einfach deine Schraube in den Primär bekommst, ohne als allererstes Mal dein Gehäuse aufzufallen. Das ist der erste Versuch übrigens. Ich kenne den Motor nicht, keine Ahnung. Und wir sehen, die Schrauben greifen alle, gehen seitenweich rein. Da wollten wir hin. Genau das wollten wir. Das ist jetzt der Moment, den ich vorhin angesprochen habe, wenn sich hier dieser Spalt schließt, dass wir nicht sehen, dass da nichts sperrt, dass sich da nichts verkantet. Aber arschzart, seidenweich. Geht ganz genau. Hier vorne siehst du mal, was das für eine Passung ist. Das sitzt wirklich eng aneinander. Die zwei Flächen, die Innenfläche, können wir uns nachher nochmal angucken, vom Getriebe. Und die Außenfläche berühren sich im Winkel, dass es wirklich, es hilft beim Kräfteübertragen. Stabilisiert. Das ist wichtig. Ja. Das ist wirklich eine absolute Originalreproduktion, halt mit richtig gutem Aluminiumguss. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache, dass ich eben den Motor wirklich an der Stelle und an der Stelle und an den hinteren Stellen auch satt aufsitzen habe. Genauso das Getriebe. Alles muss satt aufsitzen und dann ziehe ich erst an, weil ich ansonsten wieder Spannungen auf meinen Primärtrieb kriege, die dann irgendwann zum Reisen bringen werden. Und wer weiß, ob wir in 30 Jahren noch hier sind, um nochmal neue Primäre zu machen.